Deutsch lernen mit Geschichten. Von dem Fischer und seiner Frau. Es war einmal ein armer Fischer, der mit seiner Frau in einer kleinen Hütte am Meer lebte. Jeden Tag stand er früh auf und ging mit seinem Netz zum Wasser. Er warf es aus und wartete geduldig. Manchmal fing er viele Fische, manchmal nur wenige. Aber es reichte immer gerade so, um satt zu werden. Seine Frau jedoch war nicht glücklich. Sie war oft unzufrieden und seufzte: Immer müssen wir uns mit wenig zufrieden geben. Warum haben wir nicht mehr? Warum leben wir nicht in einem großen Haus? Der Fischer versuchte sie zu trösten, doch sie wollte mehr. Eines Morgens, als der Fischer wieder am Meer stand, zog er sein Netz aus dem Wasser. Und darin zappelte ein goldener Fisch. Er glänzte in der Sonne und plötzlich sprach er: »Guter Mann, bitte lass mich frei. Ich bin kein gewöhnlicher Fisch. Ich bin ein verzauberter Prinz. Wenn du mich freilässt, werde ich dir einen Wunsch erfüllen.« Der Fischer erschrak. Noch nie hatte er einen sprechenden Fisch gesehen. »Ein Wunsch?« fragte er. Doch dann schüttelte er den Kopf. »Ich brauche nichts. Geh«, sagte er und ließ den Fisch ins Wasser zurück. Als er nach Hause kam, erzählte er seiner Frau, was geschehen war. Ihre Augen wurden groß, und sie rief: »Du Dummkopf! Warum hast du dir nichts gewünscht? Geh sofort zurück und wünsche dir ein schönes Haus.« Der Fischer wollte nicht, aber er gehorchte. Er ging zurück ans Meer, das noch ruhig war, und rief: »Goldener Fisch, komm herauf aus dem Wasser.« Der Fisch tauchte auf und fragte: »Was willst du?« »Meine Frau will ein schönes Haus«, sagte der Fischer leise. »Geh nach Hause. Sie hat es schon«, antwortete der Fisch. Der Fischer lief schnell zurück, und tatsächlich: Anstelle der alten Hütte stand dort nun ein großes, schönes Haus mit Fenstern, Türen und einem Garten. Seine Frau war glücklich, doch nicht lange. Nach ein paar Tagen sagte sie: »Das Haus ist schön, aber es reicht nicht. Ich will ein Schloss. Geh zurück und bitte den Fisch.« Der Fischer seufzte, aber er ging wieder ans Meer. Diesmal war das Wasser nicht mehr so klar, sondern etwas dunkler. »Goldener Fisch, komm herauf aus dem Wasser«, rief er. Der Fisch kam und fragte: »Was willst du?« »Meine Frau will ein Schloss«, sagte der Fischer. »Geh nach Hause. Sie hat es schon«, antwortete der Fisch. Und wirklich, als der Fischer heimkam,
sah er ein riesiges Schloss mit hohen Türmen und einem großen Tor. Seine Frau trug nun schöne Kleider und hatte Diener. Doch nach einigen Tagen sagte sie, ich will Königin sein. Wieder musste der Fischer zum Meer gehen. Das Wasser war jetzt dunkelgrau und bewegte sich heftig. Der Fisch erschien und hörte den Wunsch. Geh nach Hause. Sie ist Königin, sagte er. Nun trug seine Frau eine goldene Krone und saß auf einem Thron. Aber auch das war nicht genug. Ich will Kaiserin sein, sagte sie. Der Fischer gehorchte. Das Meer wurde noch wilder, der Himmel verdunkelte sich. Der Fisch erfüllte auch diesen Wunsch. Doch nach kurzer Zeit rief sie, ich will Papst sein. Der Fischer zitterte. Aber wieder ging er zum Meer. Es war nun fast schwarz, und ein starker Wind wehte. Der Fisch erschien und machte sie zum Papst. Aber auch jetzt war sie nicht zufrieden. Ich will wie Gott sein, rief sie. Der Fischer bekam Angst. Trotzdem ging er zum Meer. Ein Sturm tobte, die Wellen schlugen hoch. Der Fisch tauchte auf, sagte aber nichts. Er blickte den Fischer nur kurz an und verschwand dann in den Wellen. Der Fischer eilte zurück. Als er ankam, sah er, das Schloss war weg, das schöne Haus war verschwunden. Dort stand nur wieder die kleine alte Hütte. Seine Frau saß davor und starrte ins Leere. Sie hatte alles verloren. Und so lebten sie wieder arm und einfach. Wenn es Ihnen gefallen hat, vergessen Sie bitte nicht zu liken, zu teilen, zu kommentieren und zu abonnieren. Auf Wiedersehen!